Lektion 1. Neue Pinsel finden. Ich muss neue Pinsel für meine Kunstwerke finden. Das klingt aufregend. Nach welcher Art suchst du? Ich möchte eine Vielfalt für verschiedene Texturen und Techniken. Wir sollten uns auch die Auswahl im Kunstladen ansehen. Ja, ich liebe es, alle verfügbaren Farben und Stile zu sehen. Haben Sie eine Lieblingsmarke, die Sie bevorzugen? Normalerweise entscheide ich mich für Naturborsten. Sie funktionieren wunderbar. Gute Wahl. Sie können das Malerlebnis wirklich verbessern. Ich kann es kaum erwarten, mit neuen Pinseln zu experimentieren. Lektion 2. Ein- und auschecken. Was sind die An- und Abreisezeiten für unser Hotel? Der Check-in ist um 14 Uhr und der Check-out ist um 12 Uhr. Das gibt uns ausreichend Zeit, um uns bei der Ankunft zu entspannen. Ja. Wenn möglich bevorzuge ich immer einen späten Check-out. Das hilft. Das ermöglicht einen gemächlicheren Morgen. Genau. Wir können das Frühstück genießen, ohne uns zu beeilen. Um wie viel Uhr denkst du, sollten wir gehen? Vielleicht kurz vor dem Check-out, um Stress zu vermeiden. Toller Plan. Ich freue mich auf unseren Aufenthalt. Lektion 3. Dekorative Elemente. Welche dekorativen Elemente ziehen Sie für Ihr Projekt in Betracht? Vielleicht einige einzigartige Skulpturen oder farbenfrohe Gemälde. Das klingt herrlich. Skulptur verleiht Dimension und Interesse. Ja. Ich glaube, es kann eine wundervolle Atmosphäre schaffen. Denken Sie über ein bestimmtes Thema für Ihre Dekoration nach? Ich würde gerne von der Natur inspirierte Designs integrieren. Naturelemente können sehr beruhigend und schön sein. Genau. Ich denke, es wird bei vielen Menschen Anklang finden. Lassen Sie uns gemeinsam einige Optionen erkunden. Lektion 4. Entspannungstechniken. Ich habe verschiedene Entspannungstechniken erforscht. Das klingt interessant. Was hast du versucht? Ich habe vor dem Schlafengehen beruhigende Musik gehört. Das ist eine tolle Idee. Es hilft, eine beruhigende Stimmung zu erzeugen. Ja, das macht das Einschlafen viel einfacher. Ich praktiziere auch gerne tiefe Atemübungen. Atemtechniken können sehr effektiv sein. Sie helfen, Stress und Angst abzubauen. Ich sollte versuchen, diese in meine Routine zu integrieren. Lektion 5. Kulinarische Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, während unserer Reise mehr Gerichte zu probieren. Ich auch. Ich habe gehört, dass Ihr Streetfood außergewöhnlich ist. Ich freue mich besonders über die lokalen Spezialitäten. Das gleiche hier. Streetfood hat einen so lebendigen Geschmack. Haben Sie nach Gerichten gesucht, die Sie unbedingt probieren müssen? Ja. Ich habe ein paar Gerichte gefunden, die beliebt und einzigartig sind. Lassen Sie uns eine Liste erstellen, damit wir keine verpassen. Tolle Idee. Ich will einen Vorgeschmack auf alles haben. Auf unserer kulinarischen Reise erwartet Sie ein Abenteuer. Lektion 6. Missverständnisse vermeiden. Um Missverständnisse zu vermeiden, halte ich es für ratsam, unsere Richtlinien zu konsultieren. Das ist eine gute Idee. Klarheit ist in Diskussionen immer wichtig. Genau. Klare Kommunikation hilft uns, auf derselben Wellenlänge zu bleiben. Haben Sie jemals Verwirrung aufgrund unklarer Anweisungen erlebt? Ja, das kann ziemlich frustrierend sein. Ich bevorzuge klare Richtlinien. Ich auch. Was sollten wir tun, wenn es immer noch Unsicherheiten gibt? Wir können jederzeit einen Vorgesetzten um Klarstellung bitten. Unbedingt.
Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, dass wir Unterstützung haben. Lektion 7. GPS-Berechnungen. Haben Sie gehört, dass der Mount Everest aufgrund neuer GPS-Berechnungen jetzt mit 8.848 Metern angegeben ist? Ja, habe ich. Es ist faszinierend, wie Technologie unser Verständnis verändern kann. In der Tat. Was ist jetzt der höchste Berg der Welt? Es scheint, dass Everest immer noch den Titel trägt. Erstaunlich, nicht wahr? Sehr wohl. Hast du jemals darüber nachgedacht, ihn zu besteigen? Hab ich. Obwohl die Höhe entmutigend klingt. Ich stimme zu. Es erfordert eine ernsthafte Vorbereitung und Schulung. Unbedingt. Ich bewundere diejenigen, die solche Höhen erobern. Vielleicht sollten wir zuerst mit kleineren Bergen beginnen. Lektion 8. Erinnerungen an Regentage. An Regentagen blieben wir drinnen und spielten mit Spielzeug und Puppen. Das klingt nach Spaß. Ich habe diese gemütlichen Indoor-Tage geliebt. Ich auch. Wir haben oft Festungen mit Kissen gebaut. Ja! Es fühlte sich an wie unsere kleine Abenteuerwelt. Was waren damals deine Lieblingsspielzeuge? Ich habe meine Actionfiguren geliebt. Was ist mit dir? Ich hatte eine Sammlung von Spielzeugautos, mit denen ich gerne Rennen fuhr. Hattest du jemals Wettbewerbe mit ihnen? Unbedingt. Es war immer spannend zu sehen, wessen Auto am schnellsten war. Lektion 9. Entführt und unsicher. Ich habe gehört, dass einige Leute vor einem Jahr von den Roten Khmer entführt wurden. Das ist entsetzlich. Ihr Schicksal ist so ungewiss. Es ist tragisch. Eine Entführung verursacht immensen Schmerz und Leid. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, welche Angst sie empfinden müssen. Wir sollten unseren Beitrag leisten, indem wir das Bewusstsein dafür schärfen. Ich stimme zu. Andere aufzuklären kann helfen, solche Tragödien zu verhindern. Was können wir Ihrer Meinung nach tun, um die Opfer zu unterstützen? Vielleicht durch Freiwilligenarbeit bei Organisationen, die ihnen helfen. Das ist eine hervorragende Idee. Zusammen können wir einen Unterschied machen. Lektion 10. Seltene Lebensbedingungen. Einige glauben, dass die Bedingungen für intelligentes Leben äußerst selten sind. Ja, aus diesem Grund könnte unser Planet der einzige sein, auf dem es Leben gibt. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken. Wir halten es oft für selbstverständlich. Unbedingt. Die Erde ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie das Leben begann? Alle Theorien sind faszinierend, von den chemischen Ursprüngen bis zur Evolution. Ich frage mich, welche anderen Lebensformen anderswo existieren könnten. Das ist eine große Frage. Das Universum ist riesig und rätselhaft. Vielleicht werden wir eines Tages Antworten auf diese Rätsel haben. Lektion 11. Reisepläne. Ich bin auf jeden Fall bereit für Abenteuer. Wo willst du hingehen? Ich dachte darüber nach, einen Ausflug in die Berge zu machen. Das klingt erfrischend. Ich liebe die Idee von frischer Luft. Ja, die Aussicht wird spektakulär sein. Sollen wir es zu einem Wochenendausflug machen? Unbedingt. Das würde uns viel Zeit zum Erkunden geben. Welche Aktivitäten möchtest du dort machen? Wandern natürlich und vielleicht ein bisschen Sternenbeobachtung in der Nacht. Die sind perfekt. Die Natur in der Nacht ist magisch. Lektion 12. Die Entfaltung des amerikanischen Versprechens. Das sich entfaltende amerikanische Versprechen besagt, dass jeder dazugehört. Das ist eine grundlegende Idee. Sie betont Chancengleichheit und Chancengleichheit.
Jeder Einzelne verdient eine Chance, erfolgreich zu sein. Genau. Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft auf unzählige Arten. Wie können wir Ihrer Meinung nach diese Botschaft stärker verbreiten? Vielleicht durch Gemeinschaftsprogramme, die uns vereinen sollen. Gemeinnützige Arbeit kann Verständnis und Verbundenheit fördern. Ich stimme vollkommen zu. Zusammen können wir eine stärkere Zukunft aufbauen. Lassen Sie uns aktiv werden und andere ermutigen, sich anzuschließen. Lektion 13. Spannende Schätze. Schätze, die wir auf unserem Abenteuer finden werden. Ich bin begeistert. Ich auch. Es wird spannend sein, unsere Entdeckungen mit Ihnen zu teilen. Was hoffst du aufzudecken? Ich träume davon, versteckte Juwelen und historische Artefakte zu finden. Die wären unglaublich. Ich hoffe auf etwas Einzigartiges. Vielleicht stoßen wir auf eine geheime Schatzkarte. Das wäre eine ziemliche Überraschung. Stell dir die Geschichten vor, die wir danach erzählen könnten. Ja. Abenteuer bringen Menschen näher zusammen, nicht wahr? Lektion 14. Fantastische Erlebnisse. Sie werden eine tolle Zeit haben, neue Orte zu erkunden. Ich bin mir sicher. Reisen ist so ein wunderbares Erlebnis. An welche Destinationen denkst du? Ich würde gerne Orte mit reicher Geschichte und Kultur besuchen. Das sind die besten Arten von Reisen. Ich stimme zu. Es ist wirklich aufschlussreich, etwas über verschiedene Kulturen zu lernen. Warst du in letzter Zeit an einem unvergesslichen Ort? Ja, letzten Sommer habe ich eine wunderschöne Küstenstadt besucht. Das klingt herrlich. War das Essen dort gut? Lektion 15. Hochwertige Werkzeuge. Die Suche nach hochwertigen Werkzeugen ist für jedes Projekt unerlässlich. Das ist großartig. Ich brauche eine robuste Schaufel für meinen Garten. Eine gute Schaufel kann den Unterschied ausmachen. Ja! Ich will nicht, dass es beim Graben kaputt geht. Haben Sie darüber nachgedacht, ein Fachgeschäft zu besuchen? Ich glaube, das werde ich. Sie haben normalerweise die besten Optionen. Außerdem kann Ihnen das Personal hilfreiche Empfehlungen geben. Das ist wahr. Ich schätze fachkundige Beratung. Lass uns bald zusammen einen Einkaufsbummel machen. Lektion 16. Nike-Fanartikel. Nike bietet eine Reihe von Schuhen und anderen Waren an. Ich habe gehört, dass sie ihre Produktionsmethoden ändern. Ja, aber der Gesamteffekt ist immer noch nicht bekannt. Mehrere Gruppen sind besorgt über diese Änderungen, oder? Das sind sie. Transparenz ist in solchen Situationen von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Verbraucher verdienen es, über Produktionspraktiken Bescheid zu wissen. Ethische Herstellung wird immer wichtiger. Die Menschen suchen nach Marken, die ihren Werten entsprechen. Unbedingt. Lassen Sie uns verfolgen, wie es sich gemeinsam entwickelt. Lektion 17. London erleben. Wie war deine Zeit in London? Wow, die Architektur dieses Flughafens ist atemberaubend. Richtig? Es ist ziemlich modern und effizient. Ich habe die Mischung aus alten und neuen Gebäuden in der ganzen Stadt geliebt. London hat wirklich seinen eigenen Charakter. Hast du irgendwelche Wahrzeichen besucht, während du dort warst? Ja, ich habe Big Ben und den Tower of London gesehen. Das sind Attraktionen, die man gesehen haben muss. Ich wünschte, ich hätte mich dir anschließen können. Lass es uns das nächste Mal gemeinsam erkunden. Lektion 18. Optionen für Bali. Hast du schon die Optionen für Bali erkundet? Sicher. Wir sollten nach den besten verfügbaren Angeboten suchen.
Ja, ich würde gerne erschwingliche Pakete finden. Zu dieser Jahreszeit gibt es oft tolle Angebote. Perfekt. Ich freue mich über die schönen Strände. Und die lebendige Kultur. Wir können alte Tempel besuchen. Ja, die Erkundung lokaler Märkte klingt auch herrlich. Lassen Sie uns eine Liste der Aktivitäten erstellen, die wir durchführen möchten. Tolle Idee. Die Planung wird unsere Reise noch angenehmer machen. Lektion 19. Reservierungsgespräche. Sobald wir unsere Reiseroute fertiggestellt haben, können wir uns die Unterkunft ansehen. Unbedingt. Halten wir Ausschau nach guten Übernachtungsmöglichkeiten. Es ist wichtig, einen bequemen Ort zu finden. Genau. Bewertungen können wertvolle Erkenntnisse liefern. Ich bevorzuge Orte mit guten Frühstücksoptionen. Das macht den Morgen angenehmer, nicht wahr? Ich stimme zu. Kulinarische Erlebnisse können die gesamte Reise verbessern. Sollten wir auch den Standort priorisieren? Ja. Die Nähe zu Sehenswürdigkeiten spart uns Zeit. Lektion 20. Hilfe suchen. Ich habe in letzter Zeit über psychiatrische Hilfe nachgedacht. Ist das so? Was hat diesen Gedanken ausgelöst? Hatte ich mich wirklich mit solchen Leuten getroffen? Das meinte ich überhaupt nicht. Es ist wichtig, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn Sie sich überfordert fühlen. Ich stimme zu. Psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Unbedingt. Das Gespräch mit einem Fachmann kann für Klarheit sorgen. Genau. Man sollte sich niemals schämen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es erfordert Kraft, unsere Kämpfe anzuerkennen. Ich weiß deine Unterstützung zu schätzen. Das macht einen signifikanten Unterschied. Lektion 21. Freundlichkeit ist wichtig. Menschen sollten immer nett zu anderen sein, findest du nicht? Es ist wichtig, Freundlichkeit in unseren Gemeinden zu fördern. Ich versuche selbst, alle Regeln der Freundlichkeit zu befolgen. Das ist ein wunderbares Engagement. Freundlichkeit kann Leben verändern. Ich achte sehr darauf, wie ich andere behandle. Ihre Bemühungen sind lobenswert. Jede kleine Handlung zählt. Ich glaube, es erzeugt einen Welleneffekt, der andere inspiriert. Unbedingt. Wir können gemeinsam eine mitfühlendere Welt aufbauen. Gemeinsam können wir eine Kultur der Freundlichkeit schaffen. Lektion 22. Ziele und Verbesserungen. Das klingt nach einem soliden Ziel, das Sie sich gesetzt haben. Danke. Hast du bisher irgendwelche Verbesserungen gesehen? Ja, tatsächlich. Ich bin konsequenter mit meiner Routine umgegangen. Das ist bemerkenswert. Konsequenz ist der Schlüssel zum Fortschritt. Ich fühle mich jetzt motivierter. Es ist erhebend. Positive Veränderungen führen oft zu größeren Erfolgen. Ich stimme zu. Ich hoffe, dass ich diesen Schwung aufrechterhalten kann. Lasst uns diese Verbesserungen auf dem Weg dorthin feiern. Unbedingt. Die Anerkennung von Fortschritten fördert weiteres Wachstum. Lektion 23. Vorausschauend planen. Es ist wichtig, im Voraus zu planen und Ihren Zeitplan einzuhalten. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Manchmal ist es eine Herausforderung. Ja, aber es kann zu weniger Stress führen. Ich kann mir vorstellen, wie das funktionieren würde. Ich muss besser organisiert sein. Vielleicht könnte es helfen, mit einem Tagesplaner zu beginnen? Das klingt nach einer guten Idee. Ich werde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Halte es zunächst einfach. Allmählich können Sie es verfeinern. Toller Rat. Ich werde es versuchen. Ich freue mich darauf, von Ihren Fortschritten zu hören. Lektion 24. Silos durchbrechen.
Das würde sicherlich dazu beitragen, Silos an unserem Arbeitsplatz abzubauen. Ich stimme vollkommen zu. Zusammenarbeit fördert die Kreativität. Es fördert eine Kultur der Teamarbeit und Unterstützung. Ja, der Austausch von Ideen führt zu besseren Lösungen. Haben Sie erfolgreiche Beispiele dafür gesehen? Ich habe kürzlich eine Fallstudie über ein Teamprojekt gelesen. Was war Ihr Ansatz? Sie luden Leute aus verschiedenen Abteilungen zum Brainstorming ein. Das ist eine brillante Strategie. Es ist wichtig, verschiedene Perspektiven einzubringen. Lektion 25. Die Bedeutung von Büchern. Später im Leben drohte sie gefangen genommen zu werden. Das klingt intensiv. Was hat sie getan? Sie nahm ein Buch und tat so, als würde sie es lesen. Wie schlau! Das muss die Aufmerksamkeit abgelenkt haben. In der Tat. Es zeigt, wie einfallsreich sie war. Es ist faszinierend, wie ein Buch Trost und Ablenkung bieten kann. Ja, Bücher haben eine einzigartige Macht, nicht wahr? Unbedingt. Sie können uns in verschiedene Welten entführen. Eine gute Geschichte kann den Tag in vielerlei Hinsicht retten. Lektion 26. Frische Zutaten. Okay, dann lass uns frische Tomaten essen. Das klingt perfekt. Wie steht's mit dem Käse? Ich glaube, wir sollten etwas hausgemachten Käse kaufen. Tolle Idee. Frischkäse wird unser Gericht verschönern. Haben Sie einen bestimmten Typ im Sinn? Vielleicht wäre ein cremiger Mozzarella herrlich. Ja! Es schmilzt wunderbar und verleiht Geschmack. Ich freue mich. Kochen wird eine Menge Spaß machen. Lassen Sie uns es gemeinsam zu einem angenehmen Erlebnis machen. Lektion 27. Leicht packen. Passendes Schuhwerk ist für unsere Reise unerlässlich. Natürlich. Sollten wir sonst noch etwas in Betracht ziehen? Bringen Sie einfach einen leichten Rucksack mit ein paar Utensilien mit. Das klingt überschaubar. Ich kann effizient packen. Leichte Gegenstände machen das Reisen angenehmer, nicht wahr? Ganz gewiss. Ich reise lieber mit Leichtigkeit. Lassen Sie uns eine Checkliste erstellen, um sicherzustellen, dass wir nichts vergessen. Tolle Idee. Ich werde sofort anfangen, eine Liste zu erstellen. Perfekt. Wir sind bereit für das bevorstehende Abenteuer. Lektion 28. Letzte Details. In Ordnung. Lassen Sie uns morgen treffen und die letzten Details besprechen, bevor wir buchen. Das klingt nach einem Plan. Welche Zeit funktioniert für dich? Wie wäre es mit 10 Uhr? Es gibt uns viel Zeit. Perfekt. Ich bringe alle notwendigen Dokumente mit. Großartig. Es ist wichtig, dass alles organisiert ist. Ich stimme zu. Sollen wir uns in unserem üblichen Café treffen? Ja, diese Lage ist praktisch und ruhig. Wunderbar. Ich freue mich darauf, alles fertigzustellen. Ich auch. Es wird aufregend sein zu sehen, wie unsere Pläne Wirklichkeit werden. Lektion 29. Traditionelle Kleidung. Variationen traditioneller Kleidung spiegeln die reiche Kultur eines Landes wider. Das ist so wahr. Jeder Stil erzählt eine andere Geschichte, nicht wahr? Ja. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Geschichte die Mode beeinflusst. Ich liebe es, wie traditionelle Kleidungsstücke oft farbenfroh und kompliziert sind. Das sind sie auf jeden Fall. Hast du ein traditionelles Lieblingsoutfit? Ich liebe Kimono-Kleider. Sie sind so elegant und zeitlos. Kimonos sind wunderschön. Ich mag die Muster und Bedeutungen, die dahinter stehen. Genau. Kleidung kann Identität und Stolz ausdrücken.
Lassen Sie uns mehr über traditionelle Mode aus verschiedenen Kulturen erfahren. Lektion 30. Wanderausrüstung. Wandern erfordert etwas Ausdauer und die richtige Wanderausrüstung. Gut zu wissen. Was ist die beste Zeit zum Wandern? Frühling und Herbst sind ideal. Das Wetter ist normalerweise angenehm. Ich liebe die Idee, die Natur in voller Blüte zu sehen. Ja, das macht das Erlebnis noch magischer. Planst du bald eine Wanderreise? Das hoffe ich. Ich möchte ein paar neue Wege erkunden. Das klingt aufregend. Ich würde mich dir gerne anschließen. Lass uns gemeinsam ein paar Trails erforschen. Lektion 31. Zukunftspläne. Hey, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich erwäge, einen Master anzustreben. Das ist eine fantastische Idee. Für welches Fachgebiet interessieren Sie sich? Ich denke über Bildung nach. Es ist eine Leidenschaft von mir. Das klingt lohnend. Pädagogen haben einen tiefgreifenden Einfluss. Genau. Ich möchte junge Köpfe mitgestalten. Hast du dich schon für eine Universität entschieden? Noch nicht. Ich recherchiere immer noch nach meinen Optionen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe benötigen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Lektion 32. Frisches Gemüse. Ich habe gehört, dass es auf dem Bauernmarkt an diesem Wochenende frisches Gemüse gibt. Das klingt unglaublich. Ich brauche tatsächlich etwas Gemüse. Nett. Frische Produkte sind immer besser als im Laden gekaufte. Ich stimme zu. Lokal angebaute Lebensmittel haben etwas Besonderes. Außerdem können Sie lokale Landwirte unterstützen. Unbedingt. Ich chatte immer gerne mit Ihnen. Sie können auch tolle Rezepte und Tipps teilen. Ich kann es kaum erwarten. Sollen wir planen, zusammenzugehen? Ja, ein Ausflug zum Markt ist perfekt für einen Samstag. Lektion 33. Konsequenz ist der Schlüssel. Vertrautheit bringt oft Trost und Selbstvertrauen. Das ist auch toll. Konsequenz ist der Schlüssel, egal um welche Aufgabe es sich handelt. Unbedingt. Regelmäßiges Üben führt zu Verbesserungen. Ich stimme vollkommen zu. Hast du eine bestimmte Routine? Ja, ich versuche jeden Tag Zeit für das Training zu verwenden. Das klingt effektiv. Ich muss eine Routine einrichten. Es braucht Zeit, aber die Mühe lohnt sich. Ich fange klein an und baue von dort aus auf. Tolle Idee. Sie werden in kürzester Zeit Fortschritte sehen. Lektion 34. Aktivitäten im Kunstunterricht. Manchmal schneiden wir Dinge mit einer Schere aus Zeitschriften heraus. Das klingt nach einer lustigen Aktivität. Was machst du als nächstes? Wir kleben Bilder auf das Papier, um Collagen zu erstellen. Ich liebe Kunstunterricht. Es ermöglicht eine solche Kreativität. Ja, es ist eine wunderbare Art, sich auszudrücken. Hast du ein Lieblingsprojekt, an dem du gearbeitet hast? Ich habe es genossen, eine Collage aus Naturszenen zu machen. Das klingt wunderschön. Das würde ich gerne sehen. Ich bringe es mit, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Lektion 35. Lieblingsbasketballspieler. Wer ist dein Lieblingsbasketballspieler? LeBron James ist mein Lieblingsspieler. Eine hervorragende Wahl. Er ist unglaublich talentiert. Ja, seine Fähigkeiten und Führungsqualitäten sind bemerkenswert. Ich bewundere seine Fähigkeit, andere auf und neben dem Platz zu inspirieren. Unbedingt. Er ist mehr als nur ein Athlet. Was gefällt dir am meisten daran, ihm beim Spielen zuzusehen? Seine Entschlossenheit und sein Spielstil sind faszinierend.
Ich stimme zu. Lass uns irgendwann zusammen ein Spiel anschauen.